Vor mehr als 70 Jahren wurde das erste Kapitel des Sozialismus in Deutschland begründet. Vor rund 30 Jahren wurde es vorerst beendet. Die DDR ist Geschichte. Es ist eine Geschichte, die mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, mit dem Sieg über den Faschismus begann. Eine Geschichte über den Kalten Krieg und die Systemkonkurrenz zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Seit 1990 wird ein düsteres Bild von der Deutschen Demokratischen Republik gezeichnet. Ein verzerrtes Bild, in dem sich viele ehemalige Bürger der DDR nicht wiederfinden. Ein Bild, das es den Bürgern der heutigen BRD erschwert, ein Verständnis für das Leben in der DDR zu entwickeln. Auch wenn man vereinzelt positive Aspekte hört, ist die vorherrschende Meinung über die DDR, dass sie letztlich eine Diktatur gewesen sei, die sich gegen die Interessen der Menschen richtete. Aber wie war das Leben in der DDR wirklich? Wie hat sich diese Gesellschaft organisiert und was hat das für den Einzelnen bedeutet? Wir haben mit 11 Menschen über ihre Erfahrungen gesprochen. Sie geben Einblicke in das andere Leben, das sie hatten. Es entsteht ein Bild, das dazu einlädt, mehr zu erfahren und tiefer in die Geschichte einzutauchen. Wir sind hier 1918 in dieses Haus gezogen. Das ist ein mittleres Dorf von der Einwohnerzahl her, sage ich jetzt mal. Ne? So, und zu dieser Zeit, es war also alles vertreten. Vom Arbeiter über den Arzt, über den Juristen, über den Volkspolizisten, über die Lehrer. Es war hier, also jede soziale Struktur oder, ja, war hier integriert in diesem Haus. Wir kannten uns alle. Wir kannten uns alle. Nämlich, weil wir jährlich ein Hausfest organisiert haben. Eine Hausgemeinschaftsleitung war da, die hat das in der Hand gehabt. So, dann haben wir unsere Reinigung selber organisiert hier, auf dem Flur zum Beispiel. Ne? Da gab es einen Aushang hier, dann und dann ist der und der dran, zum Beispiel. Dann gab es 2 Arbeitseinsätze vor dem Haus, um das Haus herum. Grünanlagen gepflegt, im Frühjahr und im Herbst, mit einem Kasten Bier und einer Wurst dazu. Und dann hat das ganze Haus gearbeitet. Super. Heute undenkbar. Es ist ein Kommen und Gehen in diesem Haus. Also ich habe Mühe, diese 4 Parteien hier auf meinem Terrain zu kennen. Von der sozialen Struktur völlig verändert. Völlig verändert. Ne? Und ja, dieses gemeinschaftliche Gefühl, ne? Miteinander was zu machen, füreinander da zu sein, sich gegenseitig zu helfen, wenn Not an Mann ist, das ist ein bisschen auf der Strecke, überhaupt eigentlich auf der Strecke geblieben. Also es waren immer zu wenig Wohnungen da. Ja? So. Sodass klar eine staatliche Regulierung notwendig war. Auf der anderen Seite war es ja so, und das war auch nicht unbedingt ein Positivum für die DDR, dass aufgrund mangelnder Baukapazitäten viel Wohnraum in schlimmem Zustand war. Zu DDR-Zeiten wurde ein Wohnungsantrag gestellt bei der Stadt Leipzig. Und dann wurde man in eine Vergabeliste eingeordnet und damit war natürlich jeder absolut unzufrieden. Es herrschte ein Wohnungsmangel. Und deshalb stürzten sich alle auch auf diese Neubauwohnungen, welche gebaut wurden durch Honeckers Wohnungsbauprogramm. Die Altbausubstanz war bedauerlicherweise sehr verfallen. Es wurde klar gesagt, Familien mit mehreren Kindern werden bevorzugt, Behinderte werden bevorzugt, Schwerstarbeiter werden bevorzugt, Wohnraum, denen wird bevorzugt Wohnraum zur Verfügung gestellt. Und. Ich kenne die ganze Palette der Liste nicht. So, das weiß ich noch so aus dem Kopf. Das Wohnungsbauprogramm, ja, heute gibt es hier Demonstrationen, nur mal gibt es Demonstrationen, wo gesagt wird, ja, wir müssen hier
diese Gesellschaften enteignen, die hier eigentlich den Wohnungsmarkt abzocken. Wo ich sage, solche Probleme habe ich zu DDR-Zeiten nicht gehabt. Da gab es ein großes Wohnungsbauprogramm, was wirklich auch an die Substanz unseres Lebens gegangen ist, um diese Häuser zu errichten, damit wir dann ab 1990, wo dieses Wohnungsbauprogramm abgeschlossen war, wir massenhaft Wohnungen haben, preiswerte, wo die Menschen drin leben können. Und zwar für einen Preis, wo ich sage, ich weiß, meine erste Einraumwohnung, die ich bezogen habe, 1989, die hat 19,20 Mark gekostet. 31 Quadratmeter, Einraumwohnung, Flur, Küche, Bad. Also für einen jungen Menschen, es gab nichts Größeres. Dieses soziale Problem, was heute immer noch in dieser reichen Bundesrepublik ein soziales Problem ist, das hatten wir gelöst. Und so war die DDR aufgebaut, dass sie Stück für Stück nach ihren Möglichkeiten die sozialen Probleme löst. Also es gab keine Obdachlosigkeit, die gab es schon per Gesetz nicht. Also es hätte sich bei uns in der Stadt nie einer in die Ecke setzen können und betteln können. Der hätte keine 5 Minuten gesessen. Mit ihm wäre nichts passiert. Mit dem hätte man geredet, dann hätte man seine Lage analysiert, was ist, und dann hätte man ihm eine Zuweisung gegeben, was weiß ich, für ein irgendein betreutes Wohnen oder sowas, ein Internat oder jeweils auf der Straße hätte er nicht kampieren müssen und dürfen. In den Neubaugebieten, da war es selbstverständlich, dass die in den großen Komplexen in dem Keller einen Kulturraum hatten, wo sie feiern konnten, wo sie auch ohne Anlässe auch ein Bierchen trinken konnten, wo sie schwatzen konnten, wo sie auch politische Probleme bequatschen konnten. Das war gewollt. Also es sind gelebte Selbstverständlichkeiten. Das, was man traurigerweise sagen muss, aus meiner Sicht, was heutzutage mit Aufmerksamkeit bedacht wird, das war bei uns gelebte Selbstverständlichkeit. Ein Kinobesuch für einen Schüler, das waren Pfennige. Das war ein Pfennigkram, 50, 60 DDR-Pfennige. Das war ein Witz. Und hier kamen tolle Filme, die Bud Spencer-Filme, was mich als Jugendlicher interessiert hat, das kam hier alles. Das haben wir gar nicht mit Wertschätzung bedacht, weil es für uns absolut selbstverständlich war. Der Besuch des Zoos Leipzig, ich weiß nicht, was heute die Eintrittskarte kostet, 14 € oder sowas. Das war früher absolut bezahlbar. Also das war minimal. Jeder Mensch konnte sich einen Besuch der öffentlichen Einrichtung, der Kultur oder des Sportes, 20 Pfennige, Mitgliedsbeitrag im Sportverein, konnte sich jeder leisten. Und es war für uns so eine gelebte Selbstverständlichkeit, an diesem gesellschaftlichen Leben, der Kultur, der Kunst und auch des Sportes teilzunehmen, dass wir darüber gar nicht nachdachten. Es war ein selbstverständlich gelebter Teil des Lebens. Dazu muss man natürlich wissen, dass bei der Gründung der DDR im Grunde fast die gesamte intellektuelle Elite, die sich in der Emigration befunden hat, in die DDR gekommen ist. Und dass das natürlich seine Nachwirkungen hatte. Es ist eben bloß bedauerlich, dass die SED durch eine dogmatische Kulturpolitik hier viel Porzellan zerschlagen hat, dass wir an dieses Pfund, diese großartige Voraussetzung dann nicht bis zuletzt haben anknüpfen können. Die Bücher, die ich damals gerne gehabt hätte, sind unverfänglich, handelten ausschließlich von der Historie. Ich interessiere mich sehr für die Historie. Weiß ich, die Wikinger-Saga von Rudolf Pörtner, also Fachbücher, das hat mich geärgert. Und ich halte das auch heute noch für falsch. Und das hat die Menschen erbost, sinnlos erbost und auf die Palme gebracht. Denn
Wenn ein Staat fest gemauert und fundiert ist, dann bringt man ihn wirklich nicht mit einer Modezeitschrift für eine Dame, die sich für solche Dinge interessiert, oder mit einem Buch über die Wikinger zum Wanken. Das halte ich für unverhältnismäßig und das war falsch. Es wird immer gesagt, dieser Film Spur der Steine, ja, sei verboten gewesen. Ich habe versucht, das mal ein bisschen zu recherchieren und habe aber nur rausbekommen, dass er nicht verboten gewesen ist, sondern er ist einfach nicht mehr aufgeführt worden. Jetzt kann man sagen, naja, bloß der Hintergrund ist, oder andersrum, dieser Film hat ja sogar irgendeine Auszeichnung bekommen auf einem Wettbewerb. Er ist hinterher nicht mehr gezeigt worden, weil wohl, so sagt man, ein Sekretär der Bezirksleitung der Meinung war, dass das den Bezirk, wo dieser Film spielt, zu sehr in ein schlechtes Licht rückt. Also hat er politisch dort Einfluss genommen, an der Stelle, wo ich sage, das hätte man so nicht machen dürfen, dass dieser Film nicht mehr aufgeführt wird. Aber richtig verboten, also das wird es in der DDR, glaube ich, so viel nicht gegeben haben. Prinzipiell muss ich sagen, dass wir Frauen mit der Wende um Jahrzehnte zurückversetzt worden sind. Das geht damit los, dass früher in der DDR, also die Masse der Frauen bis auf einen ganz wenigen Prozentsatz, zum Beispiel finanziell nicht von Männern abhängig war. Ganz einfach, weil sie immer gearbeitet haben. Das finanziell abhängig sein oder nicht, eröffnet einer Frau ganz andere Möglichkeiten. Deswegen war es so manchmal so, dass die Frauen sich scheiden ließen bei uns in der DDR. Weil die Männer nicht mitzogen oder aus anderen Gründen fremdgegangen oder was weiß ich. Ja, so. Und das konnten die Frauen der DDR sich leisten, weil sie ökonomisch selbstständig waren, weitestgehend. Dass doch mit der Entwicklung in der DDR die Rolle und die Stellung der Frau eine ganz andere wurde. Diese Unabhängigkeit, zum Beispiel die soziale, politische Unabhängigkeit vom Mann. Ja, dadurch, dass sie selber arbeiten ging, ja, in den Produktionsprozess integriert war, hat sich ein anderes Frauenbild entwickelt, ein ganz anderes. Ich war damals ein junger Mensch. Es war für mich völlig normal, dass Mann und Frau berufstätig waren, ein Putchen am Herd, was mit Stöckelschuhen durch die Kante stackst und ihrem löblichen Ernährer oder ihrem Mäzen gefallen will. Es ist absolut lächerlich. Ja, jetzt nicht, es geht nicht darum, eine Karriere zu machen, sondern es geht ganz einfach auch darum, sich selbst zu bestätigen, sich ausleben zu dürfen und zu können, was die eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen angeht. Natürlich hat die Frau oftmals im Familienverband, in der Ehe oder in einer Beziehung trotzdem eher immer sehr oft klassische frauliche Sachen gemacht. Und ich bin auch der Überzeugung, da hat es noch eine ganze Weile gebraucht, um dort auch noch mehr Gleichberechtigung hinzubekommen. Aber die Grundlage für Gleichberechtigung, die war definitiv gegeben, viel mehr als in der Bundesrepublik. Nun muss man dazu sagen, es gibt ja immer Gesetze einerseits, also irgendwas, was in der Verfassung verankert ist. Und dann gibt es natürlich die Praxis, also die gelebte Realität. Und da muss ja dann der Mensch auch irgendwo hinterherkommen. Da muss ja auch irgendwo das Gesetz, man kann nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt ist die Frau gleichberechtigt. Ja? So funktioniert das natürlich nicht. Wenn da noch Männer sind, die eben noch in den alten Traditionen verhaftet sind, ja, dann war das eine individuelle Sache. Dann lag es ganz einfach daran, dass Mann und Frau oder wer auch immer sich da nicht einigen konnten darüber. Aber vom Gesetz aus war das anders vorgesehen.
Das ist wirklich ein ganz, ganz breites, umfängliches Feld. Also auch hier muss ich erst mal sagen, dass der Breitensport natürlich das ganz Wichtige war. Es ging immer darum, eben das haben wir unter Sport verstanden, jetzt wirklich auch zu dieser allseitig entwickelten Persönlichkeit einen gesunden Menschen zu haben. Ja, der also etwas für seine Gesundheit tut, sich gesund ernährt, Sport treibt, dadurch seinen Körper stählt, in der Lage ist, ja, zu arbeiten, natürlich auch zu feiern. Also einen gesunden Menschen. Ne, das war eigentlich der Mittelpunkt und der Ausgangspunkt für das, was wir dann in der DDR gemacht haben. Da gab es ganz viel Möglichkeiten. Ich nenne nur mal jetzt, was mir so ad hoc einfällt, das Tischtennisturnier der Tausenden. Junge Leute haben sich überall von unten nach oben betätigt, haben Tischtennis gespielt und die Besten ermittelt, zum Beispiel. Von den Kindern angefangen bis hoch zu den Erwachsenen, ne? Bis zum Betrieb hin, alles spielte Tischtennis. Nee, nicht, ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Aber das war so zum Beispiel ein breitensportliches Betätigungsfeld. Um Sport zu machen, ist man Mitglied des DTSB geworden, also des Deutschen Turn- und Sportbundes. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber so 11, 12 Mark hat das Jahresbeitrag gekostet. Und Großteil der sportlichen Aktivitäten war ja immer Betrieben zugeordnet. Also ist man Mitglied einer Betriebssportgruppe geworden, eines Betriebssportvereins. Also hatte der Betrieb auch immer einen Fonds für den Sport. Und da war der Jugendsport natürlich ganz vorn mit dabei. Und somit musste ich persönlich auch nie was zahlen, wenn wir zu einem Wettkampf gefahren sind oder wenn irgendwelche anderen Aktivitäten gewesen sind. Für das Training nicht. Das Einzige für seine persönliche Sportkleidung hat man was gezahlt, also Laufschuhe oder Klamotten, wo ich Leichtathletik gemacht habe. Wo ich zum Beispiel Motorsport gemacht habe, habe ich auch nichts bezahlt. Da habe ich den GST-Beitrag gezahlt. Jetzt müsste ich nochmal nachgucken, was das im Jahr war, aber das war auch lächerlich. Alles andere hat im Grunde genommen der Betriebssportverein übernommen. Der hat die Fahrzeuge gestellt und so weiter und so fort. Was man davon hatte, man hat gelernt, wie man einen Motor auseinander nimmt, wie man eine Kette wechselt, wie man Reifen wechselt, wie man ein Motorrad in Schuss hält, Blinker, Elektrik, alles Mögliche. Und natürlich, wie man fährt, ohne dass man vielleicht zu viele Unfälle baut. So, und dann gab es den Familiensport. Muss ich sagen, wir im Bezirk Frankfurt-Oder haben akribisch darauf geachtet, dass wir in jedem Jahr einen Volkssporttag hatten. Ganz unterschiedlich, mal in Eisenhüttenstadt, mal auf dem Dorf, mal in Schwedt, mal, ja. Und da wurde, ja, Kind und Kegel zusammengebracht und ein ganzer Tag mit ganz vielfältigen, schönen sportlichen Aktivitäten. Familie, Kinder, alle zusammen, alles war möglich, ne? Tandemfahren und so. Da hat auch mal, sagen wir mal, ich nehme das Beispiel Frankfurt-Oder wieder, da hat dann eben auch der DTSB-Bezirksvorstand mal Fußball gespielt gegen die FDJ-Truppe, ne? So, mal ein bisschen Rivalität. Ne? Oder wir sind auch mal Fahrrad gefahren, kleine Friedensfahrt war ganz aktuell. Von der Schule haben wir das organisiert. Ja, und an den Straßen zu stehen, wenn denn die große Friedensfahrt durch die Stadt oder durch die Dörfer zog, ne? Da wurden an den Schulen dann die Wimpelketten gefertigt, ne? Und die Straßen geschmückt, wo sie durchkamen, dann unsere Fahrer. Also das war eine richtige Volksbewegung. Ne?
Also Gesundheit war nicht vom Geldbeutel abhängig, weil es so etwas wie Privatpatienten nicht gab. In DDR wurden alle Leistungen von der Sozialversicherung bezahlt, in die alle einzahlten. Alle. Als ich Kind war, dann in den 70ern, musste oft zum Arzt. Ich hatte eine sehr seltsame Krankheit, azotonemisches Erbrechen. Kam also regelmäßig, mehrmals im Jahr. Also ich konnte keine Nahrung behalten, habe immer nur erbrochen und musste dann künstlich ernährt werden. Das kann ich mich aber gar nicht als unangenehm erinnern an diese Besuche. Meine Mutter setzte mich dann aufs Fahrrad, schob mich zur nächsten Poliklinik, die ja nur ein paar Meter weg war. Ja. Also wir hatten ja in jeder Kleinstadt oder Dörfern vielleicht nicht, aber doch in den Kleinstädten auf jeden Fall hatten wir Polikliniken, die für alle gut erreichbar waren. Ja. Also man konnte da mit dem Fahrrad hin oder zu Fuß. Und in der Poliklinik, weiß ich noch, da waren einfach ganz viele verschiedene Fachbereiche. Also man hatte einfach alles beisammen. Da war immer das Labor schon mit da, ja, und es gab halt den Empfang, da konnte man ihm sagen, weshalb kommt man, dann wurde man weitervermittelt. Dann gab es die Warteräume, dann gab es die Labore, es gab jede Menge Krankenschwestern, es war viel Personal immer da, die waren alle sehr, sehr freundlich, hatten eine sehr gute Ausbildung. Vor allem durch die Polikliniken war die gesundheitliche Versorgung auch in den ländlichen Gebieten abgesichert. Wir hatten Landärzte, wir hatten auf den Dörfern Krankenschwestern, wie hießen die? Die hatten noch eine andere Bezeichnung. Dorfschwestern, die sich um die Bürger kümmerten, um alte Leute, um Kranke. So. Und die mussten keine müde Mark bezahlen dafür. So. Und dadurch war auch der Kontakt der alten Leute in die Gesellschaft auch gesichert. Und da heute an, was heute los ist. Ja? Wie die teilweise in den ländlichen Gebieten alleine gelassen werden. Sie können nicht mehr Auto fahren, die Busverbindungen sind abgeschafft und. Und wenn ich im Krankenhaus lag, ich wurde operiert zu DDR-Zeiten, ich hatte einen Armbruch und Blinddarm, da gab es dann hinterher keine Rechnung. Sowas gab es nicht. Wo kommen wir denn da hin? Man macht sich ja nicht mit Vorsatz seinen Blinddarm krank oder sowas. In der DDR gab es ein demokratisches System, das die Bevölkerung in ihren unmittelbaren Lebensrealitäten erfasste und ihnen Möglichkeiten zu aktiver Mitbestimmung bot. Zur Veranschaulichung wird es hier verkürzt dargestellt. Die Nationale Front war ein Zusammenschluss aus den 5 Blockparteien, den Massenorganisationen und weiteren Verbänden. Jeder Bürger der DDR sollte Mitglied in mindestens einer dieser Organisationen und Interessensgemeinschaften sein. So konnten die Menschen beispielsweise über die Freie Deutsche Jugend, den Demokratischen Frauenbund Deutschlands, den Kulturbund oder den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund selbst oder über ihre Abgeordneten in der Nationalen Front Einfluss auf die Politik nehmen. Der Arbeits- und Lebensbereich der Bevölkerung war so gleichsam der Ort für ihre politische Beteiligung. Die Institutionen der Nationalen Front erarbeiteten ein gemeinsames Wahlprogramm mit anstehenden wirtschaftlichen und politischen Zielen. Daraufhin wurden Kandidaten für die Volkskammer aufgestellt, in der die Blockparteien und Massenorganisationen vertreten waren. Die Kandidaten mussten sich vor Kollektiven der Werktätigen und auf öffentlichen Tagungen beweisen. Über jeden Kandidaten wurde am Ende öffentlich abgestimmt. Den bestätigten Kandidaten wurden Wähleraufträge der Bürger mitgegeben, über die die späteren Parlamentarier rechenschaftspflichtig waren. Als Ergebnis der Diskussionen wurde ein Wahlvorschlag beschlossen. Über diese sogenannte Einheitsliste konnten die Bürger schließlich abstimmen, indem sie Namen aus der Liste streichen konnten. Letztendlich handelte es sich bei der Wahl selbst um einen formalen Akt, der den demokratischen Diskussionsprozess um die Volksvertreter zum Abschluss brachte. Es wird ja immer behauptet, Demokratie gab es in der DDR nicht. So, das ist ja sozusagen einer der Schwerpunkte, der Defizite. Was natürlich großer Unsinn ist, aber leider wird es auch
von linken Kräften, also auch hierzulande, die sich ja in vielen Fragen sicher auch links sind, Friedensbewegung, aber auch von linken Kräften so behauptet, ohne das differenziert zu sehen. Es gab ein breites Feld von demokratischer Mitwirkung, wie es gar nicht bekannt ist, wie ich es persönlich auch selbst erlebt habe. Also im persönlichen Leben, aber auch im Leben als Staatsanwalt erlebt habe. Was weit über dem hinausgeht, was in der heutigen Bundesrepublik geschieht. Also die DDR hat ja nie geleugnet, dass er eine Diktatur ist. Also es wurde umschrieben in der Verfassung der DDR als Arbeiter- und Bauernmacht unter Führung der SED. Das Problem besteht nur darin, dass man mit dem Begriff Diktatur gleich verbindet den Inhalt der faschistischen Diktatur und hier also versucht, Assoziationen zu schaffen, die aber keinerlei Grundlage haben. Der Begriff Diktatur des Proletariats hat mit einer klassischen Diktatur beispielsweise, darauf bezieht man sich ja immer, eigentlich nichts zu tun. Man benutzt diesen Begriff und legt ihn eindeutig negativ aus. Die Diktatur in der DDR war eine Diktatur im Interesse der Mehrheit des Volkes. Also die DDR, man kann ja viel anhängen und nachsagen, die DDR war immer bemüht, die Interessen der einfachen Menschen, der Arbeiter und Bauern in ihrer Politik zu verwirklichen. Wo gibt es ein anderes Land heute, wo eben das Volk sich selbst eine Verfassung gegeben hat? Wo das Volk über den Verfassungsentwurf diskutiert hat, entsprechende Vorschläge eingebracht hat und dann darüber abgestimmt hat. Und in Vorbereitung dieser Verfassung gab es riesige Diskussionen. Also ich war wieder in Betrieben in meinem Kreisgebiet unterwegs, wo wir über eine Reihe von Verfassungsregelungen gesprochen haben. Natürlich lag uns besonders am Herzen, war auch in der Bevölkerung besonders interessiert, es war vor allen Dingen das Recht auf Arbeit. Ja. Arbeit, Gesetzbuch war ja zu jener Zeit, ich glaube, bereits in Kraft. Sozusagen, was ist neu an dieser Regelung, an dieser Verfassung? Und das war allgemeine Zustimmung. Es gab Tausende von Vorschlägen für die Verfassung, die dann zentral zusammengefasst wurden, zum Teil beachtet, zum Teil nicht beachtet wurden. Jedenfalls, das Ergebnis war eine über 90-prozentige Zustimmung zur Verfassung. Und ich denke, das war schon ein wichtiger, ja, eine Zäsur gewissermaßen auch in der Entwicklung der DDR. Und da gab es nicht nur die eine Partei, sondern es gab ja weitere Parteien. Also die NDPD, also die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, dann gab es die LDPD, die Liberaldemokratische Partei Deutschlands, es gab die DBD, das war die Bauernpartei, so, und habe ich noch eine, die CDU gab es, jawohl, die gab es als Parteien. Und dann gab es die Nationale Front, und in der Vereinigung haben sich praktisch alle Parteien wiedergefunden. Die hatten dort alle Sitz und Stimme und haben dort die Aufgaben für das gesellschaftliche Leben beraten. Also sie waren einbezogen, wie auch die Volkskammer eben alle Parteien integriert hatte, sämtliche Organisationen, den Frauenbund, die Jugendorganisationen, der Sport, die waren alle integriert. Also Kandidaten, die mussten ja in der DDR ganz schön viel rumreisen, sich vorstellen. Ja, die mussten sich den Fragen stellen und. Und das war nicht so wie hier. Heute gehen sie hier auf den Marktplatz, halten dort eine Rede, werden beklatscht und haben damit Wähler im Sack, denken sie. Unsere mussten wirklich in Arbeitskollektive gehen, dort Rede und Antwort stehen zum Beispiel. Oder wir hatten ja schon an einer anderen Stelle darüber gesprochen, was es alles für Gremien, für Mechanismen gab zur Mitbestimmung. Es hatte jeder Bevölkerungsbereich hatte irgendeine Organisation, bis hin zum Demokratischen Frauenbund.
Also wir hatten die Voraussetzung geschaffen, dass jeder Bürger in irgendeiner Art und Weise über seine Organisation oder über seine Partei, auch wenn er parteilos war, dort über seine Abgeordneten oder auch selbst Einfluss nehmen konnte und dort mit sich engagieren konnte. Wenn ich das Rechtswesen nehme, eine Form von Demokratie, ja, von der der Westen ja nicht nur träumen kann, sondern es ist unter kapitalistischen Verhältnissen gar nicht möglich. Eine solche Form der Einbeziehung der Menschen in die Verfahren, ein fester Schwerpunkt der Tätigkeit im Strafrecht war, in einem konkreten Strafverfahren, dass ich als Staatsanwalt als erstes, nachdem ich Ermittlungsverfahren, Einleitungsverfügung gesehen habe, wie beziehen wir das Kollektiv dort ein? Ich bin als Staatsanwalt selbst öfter dann ins Kollektiv gegangen, mit der Straftat, sagen wir Diebstahl, vertraut gemacht eines Kollegen, sagte, was meint ihr dazu? Hatten wir Kollektivvertreter in der Gerichtsverhandlung. Wenn es Not hat, gesellschaftlichen Ankläger, häufig auch gesellschaftlichen Verteidiger, wo die Kollegen sagten, also dieser Kollege, der hat hier zwar geklaut, das ist nicht unbeachtlich, aber wir legen die Hand für ihn ins Feuer. Ganz einfach, wirklich so Arbeiterart auch. Ja. Dann in der Gerichtsverhandlung so auftraten. Es gibt viele weitere Beispiele, wo wirklich eine umfassende, große, sagen wir mal, demokratische Teilnahme in den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft erfolgte. Nicht nur gewünscht war, sondern auch wirklich tatsächlich erfolgte. Also insoweit, ich sag mal, auf dem Wege, weil der Rechtsstaat da ja hier nun ins Spiel kommt, ja, auf dem Wege zu einem sozialistischen Rechtsstaat. Weil häufig gegen den Begriff Unrechtsstaat, Dummheit, wer das gebraucht, ist ein Kampfbegriff. Gut, das wissen wir. Aber ein bürgerlicher Rechtsstaat wollten wir nie werden. Muss auch viel mehr betont werden. Ich meine, manche kämpfen darum, die DDR war auch ein Rechtsstaat. Ein bürgerlicher Rechtsstaat wollten wir nicht werden, waren wir auch nicht auf dem Wege dorthin. Wir wollten ein sozialistischer Rechtsstaat, wenn man den Begriff schon benutzt, sein. Also erstmal ist meine Wahrnehmung die, dass es ein breites Netz von Medien gab. Also nicht nur Junge Welt und Neues Deutschland, sondern ich mache das wieder mal an der Kinderorganisation fest. Es gab die ABC-Zeitung für die Kinder, es gab Fröhlich sein und singen für die Kinder, es gab die Trommel für die Kinder. Also ich könnte noch mehr aufzählen, ja, Bummi und was alles. Also schon mal der Bereich für die Kinder an Literatur, an Medien, an Zeitungen, Zeitschriften war enorm. Und das Gleiche kann ich für die Jugend sagen. Da gab es das Jugendmagazin, da gab es das Neue Leben, die junge Welt sowieso, klar. Aber eben auch für junge Leute gestaltet, mit ihnen gestaltet. Es sind ganz viele zu Wort gekommen. Wir hatten ein breites Netz von Volkskorrespondenten. Also ich war selber so einer früher und mein Mann auch. Wir haben ganz viel eben aus unserem Erleben heraus für die Zeitungen geschrieben. Und so gab es eben ganz viele, die eben aus ihrer Tätigkeit heraus, aus dem Erlebten und so weiter, es aufgeschrieben haben für andere in den Medien. Na, also Volkskorrespondenten nannten die sich. Das war ein wirklich breites Netz. Also natürlich hatten wir keine Boulevardzeitung, sage ich mal so. Also ich benenne es mal so, ne? Wie heute meinetwegen die Bild-Zeitung. Das ist für mich ein Boulevardblatt. Ne? Oder, sage ich mal, liege ich im Streit manchmal mit manchen Menschen, Spiegel, Fokus, das sind für mich, es ist für mich Bild-Zeitung für Abiturienten, sage ich mal. Ja, also solche Blätter, nee, die kannten wir nicht. Also wo es um Sensationen ging, ja, auch ganz viel Privates, was uns hier dann heute so präsentiert wird.
Königshäuser kannten wir gar nicht. Also ich kannte keinen König und kein, weiß ich ja, was. Nee, das spielte keine Rolle. Also wollte ich auch gar nicht wissen, interessierte mich nicht. Es ist eben doch so, dass es im Sozialismus oder beim sozialistischen Aufbau Feinde gibt und es gibt kritische Bürger. Die kritischen Bürger sind eigentlich erwünscht. Man braucht kritische Bürger, um auch Fehler schnell korrigieren zu können, um auf Missstände aufmerksam gemacht zu werden als politische Führung. Lenin hat auch mal von dem Widerspruch zwischen politischer Führung und Massen gesprochen. Und die Medien sind ja eine Form, in der sich dieser Widerspruch bewegen muss. Ne? Und da kann man natürlich alles Mögliche auch völlig falsch machen. Was vielleicht zunehmend das Problem wurde, dass nicht, sagen wir, offen über Probleme gesprochen wurde. Ja? Zunehmend, sage ich mal. Nicht von Anfang an, aber über Probleme, die in der Wirtschaft auftraten, Probleme, die im Alltag auftraten. Ja, da hat sich zwar auch eine Entwicklung abgespielt im Laufe der Entwicklung der DDR, aber zuletzt war die Rolle der Medien der DDR wohl doch eher als Sprachrohr des Politbüros der SED definiert. Nach dem Prinzip, dass die DDR zwei Seiten hat, eine schöne und eine sehr schöne Seite. Und alle anderen Dinge wurden ausgeklammert. Es wurde nicht so offensichtlich gelogen, wie das heute möglich ist, aber es wurde eben vieles auch nicht dargestellt und verschwiegen. Also insofern war die Presse der DDR, waren die Medien der DDR weit weg von der Aufgabe, die sie hätten eigentlich erfüllen müssen. Das Finden von Sozialdemokraten und Kommunisten in einer Partei, um die Interessen der Schaffenden zu vertreten, das ist erstmal etwas, was nicht die Sowjetunion hineingetragen hat, sondern das entstand aus den Menschen, die aus den KZs zurückkamen, wo nämlich Sozialdemokraten, Kommunisten, linke Gewerkschafter, Liberale gemeinsam in Haft saßen und unmenschliche Bedingungen hatten, die gesagt haben, das darf nie wieder passieren, wir müssen das verändern. Die Ursache dafür, dass es überhaupt Faschismus geben konnte, das müssen wir ausrotten. Das darf es nie wieder geben. Und aus dieser Erkenntnis heraus wurde gehandelt und hat sich die sozialistische Entwicklung im Grunde genommen auch angebahnt. Zu mir sind auch als Parteisekretär auch Kollegen gekommen, die gar nicht in der Partei waren. Ich hatte da ein Zimmer, ein eigenes, ja, am Institut. Wenn ich nicht gerade Unterricht hatte, konnte jeder kommen. Ja, die Kollegen sind gekommen und haben sich über bestimmte Dinge am Institut beschwert. Bei mir. So. Ich bin den Dingen nachgegangen und habe die dann sauber, wo es möglich war, wo sie Recht hatten, sie hatten ja nicht immer Recht, so, versucht sauber und anständig zu lösen, die Dinge. So war das. Und so gesehen war das, sagen wir, kein Führungsanspruch, sondern es war ein Anspruch, möchte ich schon sagen, den sich die SED erarbeitet hat im Laufe der Entwicklung. Ich habe zunehmend festgestellt, auch Mitte der 80er Jahre hatte das nachgelassen. Das hat ja auch was mit Kritik und Selbstkritik zu tun und über bestimmte Dinge. Ich meine, in meiner Grundorganisation, ich sage meine auch, ich habe ja das auch in sehr guter Art und Weise erlebt, aber ich spürte insgesamt, auch im Gespräch mit anderen und aus Kenntnis der Arbeit anderer Grundorganisationen in der Partei, dieses Offene über alle Dinge, die auch unangenehm waren, wurde nicht mehr so diskutiert und gesprochen, wie es notwendig gewesen wäre. Ich war, also meine Auffassung damals schon, dass wir das überfrachten alles. Und manchmal wurde es auch in manchen Betrieben dran gebunden. Parteimitglied, deutsch-sowjetische Freundschaft, automatisch. Ja? Nicht gegen eine deutsch-sowjetische Freundschaft, aber warum soll ich da jetzt auch noch Mitglied sein?
Da hast du nachher 10.000 Mitglieder gehabt und 1.000 Aktive. Ja. So, das wurde ein bisschen überbetont, also sagen wir, dieser Anfangsschwung, wo die Leute dort bewusst reinigen, aus bestimmten Gründen. Ja. Eben deutsch-sowjetische Freundschaft. Viele Leute, die Kriegsgefangenschaft waren. Nie wieder Krieg, Sowjetunion und so weiter. Für die war das ein Bedürfnis. Das wurde später eben auch, wie bei FDJ und auch bei der Partei leider, es war nichts mehr Besonderes. Und wenn du nichts mehr Besonderes bist, dann ist auch keine Wirksamkeit mehr da. Ja. Das mag in diesem oder jeden Fall irgendwie anders sein. Ne? Ich sage mal so, ich war immer in Judenparteikollektiven. Aber haben wir 1989 auf einmal tausende Dokumente weggeschmissen. Ja, also ich kannte jede Menge Genossen im Betrieb oder in den Betrieben, die auf menschlicher Ebene für mich keine Vorbilder waren. Also bei denen ich auch wirklich nicht erkennen konnte, dass die in irgendeiner Weise eine ehrliche kommunistische Gesinnung hatten. Also es gab so viele Genossen, so viele SED-Genossen, die waren ganz offensichtlich nur aus Karrieregründen in der Partei. Zum Beispiel, um ins westliche Ausland zu reisen oder um irgendwie Abteilungsleiter zu werden oder sonst irgendwas. Das war ganz offensichtlich so. Es gab natürlich auch andere. Also ich kannte auch Genossen, die wirklich ehrlichen Herzens sich der Sache verschrieben hatten. Aber das waren weniger. Der Großteil waren eher die Karrieristen. Und ich glaube, da kenne ich auch wirklich persönlich Leute, bei denen das so ist. Es sind ganz viele jetzt in der CDU. Und das sagt doch alles aus. Also ich kann doch eigentlich nicht zu DDR-Zeiten in der SED gewesen sein, dort ehrliches Mitglied, ehrlicher Genosse. Und nachdem dann die DDR aufgekauft worden ist und wir hier eine kapitalistische Gesellschaftsordnung haben, dann trete ich plötzlich in die CDU ein. Die Geschichte der DDR muss neu geschrieben werden. Das herrschende Bild verzerrt die Realität, verschweigt die Errungenschaften und komplexen Ursachen der Schwierigkeiten und Probleme. Gerade heute, in einer Zeit, in der die Lebensgrundlage zahlloser Menschen durch wirtschaftliche Krisen und Kriege bedroht wird, wo Armut und Perspektivlosigkeit bei gleichzeitig unvorstellbarem Reichtum wachsen, ist es an der Zeit, sich der DDR zu erinnern. Die Geschichte der DDR, die Erfahrungen ihrer ehemaligen Bewohner zeigen, dass eine andere Gesellschaft möglich ist. Sie zeigen aber auch die Widersprüche und Fragen, denen wir uns annehmen müssen. Nur so können wir die 40-jährige DDR-Geschichte wirklich verstehen und nur so den Weg für einen erneuten Anlauf zum Sozialismus in Deutschland ebnen. Wir haben einen kommunistischen Klärungsprozess angestoßen, der sich unter anderem genau diesen Fragen stellt. Die kommunistische Organisation kämpft für den Sozialismus und strebt die Klarheit und Einheit der Arbeiterbewegung in Deutschland und der Welt an. Die DDR ist die größte Errungenschaft der Arbeiterbewegung in Deutschland. Sich ihre Erfahrungen und Errungenschaften anzueignen, ist für all jene wichtig, die heute den Kapitalismus überwinden wollen.